Hallo liebe Häkelfreunde, diese fantastische Tuchweste ist genau richtig für alle Damen mit unkonventionellem Modegeschmack. Das lässige Oversized Modell ist nicht genau auf Figur geschnitten, die Ärmel sind bewusst tief angesetzt und der untere Teil ist extra weit. Die Tuchweste wird von oben nach unten oder genauer gesagt von hinten nach vorne gehäkelt und beginnt für alle Größen gleich. Die Angaben für die Größen 34 bis 50 erscheinen immer dann im Video, wenn sie gebraucht werden. Die Jacke kann aber auch noch kleiner oder größer gehäkelt werden, denn sie muss sowieso zwischendurch anprobiert werden. Richtwerte für den Verbrauch findet ihr auf der Materialseite nach den Intros. Ich habe die Tuchweste aus vierfädigem Bobbelgarn, bestehend aus 50% Baumwolle und 50% Polyacryl mit einer Häkelnadel Nummer 3,5 gehäkelt. Damit ihr ein ähnlich schönes Ergebnis erzielt, solltet ihr auch möglichst ähnliches Material verwenden. Die wunderschönen Bobbel werden im Anfangsbereich des Videos vorgestellt. Das Garn sollte auf jeden Fall weich und fließend fallen und nicht zu dick sein. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese herrliche Tuchweste habe ich zwei vierfädige, entgegengesetzt gewickelte Bobbel mit dem Namen Klatschmohn von Sabine Helfers Meine Bobbelträumerei verwendet. Ich habe den ersten Bobbel von Grau-Rot nach Schwarz verarbeitet und den zweiten Bobbel von Schwarz nach Grau-Rot. Ich bedanke mich herzlich bei Sabine Helfer, die mir diese Bobbel zur Verfügung gestellt hat. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels in vielen Farben, mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurex-Faden oder, wenn gewünscht, auch mit Alpaka-Faden und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich da einmal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne von innen nach außen mit dem Bobbel, der innen grau-rot ist, außen ist er grau-schwarz. Ich starte mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und in den Ring häkle ich noch einmal 12 Stäbchen, sodass wir inklusive Ersatzstäbchen 13 Stäbchen haben. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 13 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen die Reihe mit 5 Luftmaschen.
3 Luftmaschen zählen als Stäbchen, 2 sind für den Abstand. Und wir häkeln in dieselbe Masche, wo diese 5 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen. So ist ein V entstanden. Wir überspringen eine Masche und in jede zweite Masche häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal ein Stäbchen in dieselbe Masche. Jetzt haben wir 2 V. Wir überspringen eine Masche und in jede zweite Masche häkeln wir ein V und das besteht aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis jetzt 6 V gehäkelt. Das letzte V häkeln wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir haben ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Das normale Stäbchen überspringen wir und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir das 7. V. Und zählt das bitte nach. Es müssen genau 7 V sein. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 5 Luftmaschen und wir häkeln ein Stäbchen in diese Lücke, also in das V der Vorreihe. Jetzt haben wir 2 Stäbchen zwischen den V. Wir häkeln ins erste Stäbchen 2 Stäbchen in eine Masche und aufs zweite Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen, sodass wir ohne das V 3 Stäbchen haben. Dann häkeln wir ins V hinein ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal ein Stäbchen. Hier sind wieder die beiden Stäbchen aus der Vorreihe. Ins erste häkeln wir 2 Stäbchen und ins zweite häkeln wir ein Stäbchen. Dann wieder ein V ins V. Ein V besteht immer aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Wieder 2 Stäbchen in eine Masche und ein einzelnes Stäbchen. Und jetzt folgt wieder das V. Das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet immer gleich mit einem V in die letzte Lücke. Also ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir wenden die Arbeit. Wir haben 7 Ecken und 6 Flächen. So muss das aussehen. Ab jetzt beginnt der Mustersatz. Wir starten mit 5 Luftmaschen, das bleibt immer gleich, und einem Stäbchen in die Lücke. Jetzt haben wir 5 Stäbchen als Basis. Wir lassen 2 aus und ins mittlere Stäbchen häkeln wir 5 Stäbchen in eine Masche. Wir überspringen 2 Stäbchen und häkeln in die Ecke ein Stäbchen,
2 Luftmaschen, ein Stäbchen, also unser gewöhnliches V. Wir haben wieder 5 Stäbchen als Basis. Wir lassen 2 aus und in die Mitte häkeln wir 5 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen die nächsten beiden ebenfalls aus und häkeln unser Eck V. Und das machen wir auf allen Kanten gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch das Ende der Reihe bleibt immer gleich. Wir brauchen auch am Ende der Reihe ein V in die letzte Lücke. Wir wenden die Arbeit, starten wie immer mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir neben der Fünfergruppe ein Stäbchen. Da häkeln wir ein Stäbchen drauf. Wir häkeln in die Mitte der Fünfergruppe wieder 5 Stäbchen in eine Masche. Nicht vergessen, hier ist das einzelne Stäbchen, 2 lassen wir aus und ins Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. Dann erst das V in die Ecke, wieder ein Stäbchen auf das Stäbchen der Vorreihe, 2 auslassen, 5 Stäbchen in eine Masche, zwei auslassen, ein einzelnes Stäbchen, das V wie gewohnt, das einzelne Stäbchen nicht vergessen, 2 auslassen, 5 Stäbchen in eine Masche, ein einzelnes Stäbchen. Das sieht so aus und das machen wir auf allen Kanten gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch auf der letzten Kante haben wir ein Stäbchen, die Fünfergruppe und ein Stäbchen ohne die Vs und am Ende noch ein V in die Lücke. Wir wenden die Arbeit, starten mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Jetzt haben wir 2 Stäbchen vor der Fünfergruppe. Wir häkeln also 2 Stäbchen nebeneinander, dann 2 auslassen, in die Mitte der Fünfergruppe wieder eine Fünfergruppe, zwei auslassen, 2 Stäbchen nebeneinander bis zur Lücke, in die Lücke unser gewohntes V, 2 Stäbchen nebeneinander,
5 Stäbchen in die Mitte der Fünfergruppe. Zwei auslassen, 2 Stäbchen bis zur Lücke und in die Lücke unser gewohntes V. Und das machen wir die ganze Reihe so. Alle Kanten sind vollkommen identisch. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 2 Stäbchen und einem V in die Lücke. Wir wenden, wir häkeln wieder 5 Luftmaschen und ein Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir 3 Stäbchen bis zur Fünfergruppe. Wir häkeln also jetzt 3 Stäbchen nebeneinander. Wir häkeln in die Mitte der Fünfergruppe wieder 5 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen 2 aus, dann sind wir direkt bei den 3 Stäbchen bis zur Lücke. Und dann kommt unser gewohntes V. Und wieder 3 Stäbchen bis zur Fünfergruppe. In die Mitte der Fünfergruppe wieder eine Fünfergruppe. Drei Stäbchen bis zur Lücke. Und in die Lücke unser V. Und das machen wir bei allen Kanten gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 Stäbchen und einem V in die Lücke. Wir wenden die Arbeit, starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir 4 Stäbchen bis zur Fünfergruppe. Wir häkeln also 4 Stäbchen nebeneinander. Immer 2 auslassen, dann sind wir in der Mitte der Gruppe. Da häkeln wir 5 Stäbchen in eine Masche. Wieder 2 auslassen und die 4 Stäbchen bis zur Lücke häkeln. Und dann wieder ein V in die Lücke. Und das machen wir bei allen Kanten gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 4 Stäbchen und einem V in die letzte Lücke. Wir wenden die Arbeit. Wir haben den Mustersatz jetzt einmal gehäkelt. Er besteht aus 5 Reihen. Wir machen noch einen Mustersatz gemeinsam.
Wir starten mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir als Basis wieder 5 Stäbchen. Das heißt, wir können in die Mitte dieser 5 Stäbchen wieder eine Fünfergruppe häkeln mit 5 Stäbchen in eine Masche. Wir springen direkt in die Mitte der nächsten Fünfergruppe und häkeln wieder 5 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen insgesamt 4 Stäbchen aus und häkeln in die Mitte der Fünfergruppe, dieser Fünfergruppe, wieder 5 Stäbchen in eine Masche. Das heißt, wir haben jetzt statt einer Bordüre 3. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln direkt in die Lücke unser gewohntes V. Noch einmal 2 auslassen, in die Mitte dieser 5 Stäbchen eine neue Fünfergruppe bilden, also 5 Stäbchen in eine Masche. Diese 2 lassen wir aus und die nächsten 2 und in die Mitte der Fünfergruppe häkeln wir eine neue Fünfergruppe. Wir lassen wieder 4 Stäbchen aus und häkeln noch einmal eine Fünfergruppe. Wir lassen 2 aus und in die Lücke häkeln wir unser gewohntes V. Und wir machen wieder alle Kanten gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit einer Fünfergruppe und dann direkt ein V in die letzte Lücke. Wir wenden, starten wieder mit unserem Anfangs-V, also 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und in dieser Reihe müssen wir gut aufpassen. Hier dieses einzelne Stäbchen vor der Fünfergruppe dürfen wir nicht vergessen. Und dann häkeln wir die 3 Fünfergruppen ab. Wir springen also direkt von einer Fünfergruppe in die Mitte der nächsten Fünfergruppe. Und zur nächsten Fünfergruppe springen. Und dann, ganz wichtig, auf das Stäbchen vor der Lücke ein Stäbchen häkeln, dann kommt das V in die Ecke und gleich nach
der Lücke kommt wieder ein einzelnes Stäbchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich zeige euch die zweite Kante auch. Dann häkeln wir in jede vorhandene Fünfergruppe wieder eine Fünfergruppe. Direkt zur nächsten springen und immer ins dritte Stäbchen der Gruppe eine neue Gruppe häkeln. Dann 2 auslassen und vor der Lücke ein einzelnes Stäbchen, dann das V und auch nach der Lücke das einzelne Stäbchen nicht vergessen, sodass hier 2 Stäbchen beidseitig der Lücke zusammenkommen. Und das machen wir bei allen Kanten gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier unbedingt vor der Lücke ein einzelnes Stäbchen und dann erst das V. Die zweite Musterreihe, da muss man gut aufpassen. Und wir wenden, starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir in den Randbereichen 2 Stäbchen, dann wieder 3 Fünfergruppen und hier sieht man das sehr gut, 2 Stäbchen vor der Lücke, das V und wieder 2 Stäbchen nach der Lücke und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit 2 Stäbchen und einem V. Wir wenden, wir starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und jetzt haben wir in den Randbereichen 3 Stäbchen und zwar überall. Dann folgen wieder die vorhandenen Gruppen und auch hier immer 3 Stäbchen in den Randbereichen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit 3 Stäbchen und einem V in die letzte Lücke und wir kommen zur 5. Musterreihe, auch die beginnt mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und jetzt haben wir bis zur 5er Gruppe 4 Stäbchen dann folgen wieder die vorhandenen Gruppen und in allen Randbereichen 4 Stäbchen und in alle Ecken unser gewohntes V und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit 4 Stäbchen und einem V in die Lücke und wenn wir jetzt wenden, haben wir
als Basis wieder 5 Stäbchen, das heißt, der Mustersatz beginnt von neuem und wir können über diese 5 Stäbchen wieder eine neue Fünfergruppe bilden, und zwar überall, wo diese 5 Stäbchen sind. Und wir häkeln jetzt so lange weiter, bis die Passe die benötigte Größe erreicht hat. Dazu häkelt ihr zunächst die Anzahl Mustersätze bzw. Reihen, die oben in der Ecke für eure Größe angegeben sind, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für meine Größe 6 Mustersätze gehäkelt. Das sind inklusive dieser 3 Basisreihen, die wir am Anfang gemacht haben, 33 Reihen. Die anderen Zahlen habe ich euch oben hingeschrieben und ich habe die Passe so gefaltet, wie sie später getragen wird. Und jetzt müsst ihr eine Anprobe machen. Ich habe hier die Ärmel provisorisch abgeteilt. Ich habe durch beide Teile einen Maschenmarkierer gesteckt, und zwar genau in den Ecken. Jeweils 2 Segmente bilden die Vorderteile, ein Segment bildet den Ärmel und 2 Segmente bilden das Rückenteil. Und wie gesagt, steckt euch hier genau durch die Ecken, durch beide Teile, einen Maschenmarkierer durch auf beiden Seiten, und dann schlüpft ihr hinein und dann muss das locker passen, nicht zu eng, es soll locker sitzen, es darf nirgends spannen, und wenn das noch zu klein ist, häkelt ihr einen Mustersatz mehr, und wenn es passt, dann teilen wir jetzt gleich die Ärmel ab und dazu sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, wir teilen jetzt die Ärmel ab. Dazu habe ich die Passe wieder auseinander gefaltet und ich habe 4 Maschenmarkierer gesetzt, immer genau in die Ecken. Noch einmal, ein Segment bildet das Vorderteil, dann kommt ein Ärmel, 2 Segmente bilden das Rückenteil, wieder ein Ärmel und das zweite Vorderteil. Und ganz genau in die Ecke, in die Lücke habe ich den Maschenmarkierer hineingegeben, und bis zu diesem Maschenmarkierer häkeln wir jetzt. Und zwar kommt jetzt eine Reihe, in der wir neue Fünfergruppen bilden, also eine erste Reihe des Mustersatzes. Und wenn ihr beim Maschenmarkierer angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das erste Segment gehäkelt, hier über diesen 5 Stäbchen eine neue Gruppe gebildet, und jetzt springe ich in die Lücke, wo der Maschenmarkierer drin ist, und häkle in die Lücke ein Stäbchen. Dann lassen wir ein Segment aus, das ist der Ärmel, springen zur nächsten Lücke, wo der Maschenmarkierer drin ist, und häkeln auch hier ein Stäbchen. Und dann können wir schon wieder neue Gruppen bilden. Es ist ja eine erste Musterreihe und wir häkeln die nächsten 2 Segmente genau wie immer ab, und beim nächsten Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe diese beiden Segmente gehäkelt. Diese beiden bilden das Rückenteil.
Wir häkeln wieder ein Stäbchen in die Lücke. Hier habe ich die letzte neue Gruppe gebildet. Wir lassen wieder ein Segment aus für den Ärmel und in die Lücke, wo der Maschenmarkierer drin ist, häkeln wir wieder ein Stäbchen und wir häkeln das letzte Segment ganz normal im Muster ab und bilden auch hier wieder neue Rapporte und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe ganz wie gewohnt beendet. Wir wenden die Arbeit und jetzt folgt eine zweite Musterreihe des Mustersatzes. Wir starten mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und hier ganz wichtig ein einzelnes Stäbchen auf das Stäbchen vor der Fünfergruppe. Dann häkeln wir alle Fünfergruppen ab, bis wir zum Armloch kommen, also das erste Segment, und unter dem Arm sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen. Ich habe das erste Segment gehäkelt. Hier haben wir diese beiden Stäbchen, die wir in der Vorreihe in die Lücken gehäkelt haben. Wir lassen 2 Maschen aus und in dieses erste Stäbchen häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen und in das nächste Stäbchen auf der anderen Seite häkeln wir ebenfalls 2 Stäbchen in eine Masche. So haben wir unser gewohntes Muster wiederhergestellt. Wir brauchen in dieser Reihe ja 2 Stäbchen, die zusammenkommen. Und wir häkeln bis zur Rückenmitte. Da zeige ich euch, was ich damit meine. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin in der Rückenmitte angekommen und hier machen wir es wie immer. Wir häkeln ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. So haben wir auch hier wieder 2 Stäbchen, die zusammenkommen und unter dem Arm ebenfalls. Ich zeige euch das unter dem anderen Arm noch einmal und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe wieder alle 5er-Gruppen gehäkelt. Ich bin unter dem Arm angekommen. Hier ist die letzte 5er-Gruppe. Wir lassen 2 Stäbchen aus und in das Stäbchen, das sich in der Lücke befindet, häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, dann 2 Luftmaschen, in das nächste Stäbchen wieder 2 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen 2 aus und hier kommt die nächste 5er-Gruppe in die vorhandene 5er-Gruppe. Und auf diese Weise haben wir die gewohnte Ecke wiederhergestellt und wir können dann im Muster ganz normal weiter häkeln. Wir sehen uns am Ende der Reihe noch einmal wieder. Willkommen zurück.
auch am Ende der Reihe brauchen wir unser einzelnes Stäbchen und dann ein V in die Lücke wie immer und wir wenden. Und jetzt kommt eine ganz gewöhnliche dritte Musterreihe. Wir starten mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und jetzt haben wir 2 Stäbchen nebeneinander. Dann folgen die 5er-Gruppen und unter dem Arm sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen und hier haben wir die Ecke. Hier häkeln wir jeweils ein Stäbchen auf die beiden vorhandenen Stäbchen, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und jeweils ein Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen. Und wir haben jetzt wie gewohnt unser Muster wiederhergestellt und ich häkle bis zum anderen Arm und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück. Ich bin wieder unter dem Arm angekommen. Hier ist die letzte 5er-Gruppe. Wir häkeln wieder auf die 2 Eckstäbchen, jeweils ein Stäbchen drauf, dann ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und jeweils eins auf die 2 vorhandenen Stäbchen. Und hinten in der Mitte sieht das dann genau gleich aus. Wir haben beidseitig der Lücke 3 Stäbchen und hier ebenfalls. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe haben wir 2 Stäbchen nebeneinander und dann wie immer das V in die Lücke. Und jetzt geht es wie gewohnt im Muster weiter. Es kommt noch die 4. und 5. Musterreihe und dann wieder ein neuer Mustersatz mit neuen Gruppen. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt nicht mehr 6 Flächen haben, sondern nur noch 4. Und wir häkeln so lange weiter, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert in die Ecke und wenn der erste Bobbel aufgebraucht ist, mache ich mit der gleichen Farbe weiter, mit der ich aufgehört habe. Und wenn ihr eure gewünschte Länge erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht, von ganz oben bis ganz hinunter. In der rückwärtigen Mitte gemessen habe ich ca. 90 cm. Ich habe die Jacke so gefaltet, wie sie später getragen wird, und jetzt bearbeiten wir die vorderen Kanten und jetzt bestimmen wir die schöne Seite der Jacke. Bisher hat es keine schöne Seite gegeben. Diese Reihe, die jetzt folgt, ist also eine Hinreihe und wir sind im Tragen rechten Vorderteil. Jetzt bearbeiten wir diese Randstäbchen und zwar starte ich mit einer Luftmasche und ich starte mit 2 festen Maschen um das Randstäbchen herum. Dann in die nächste Lücke häkle ich
3 feste Maschen, dann wieder 2 feste Maschen und dann wieder 3 feste Maschen, immer abwechselnd, und macht die festen Maschen nicht winzig klein. Ich hole immer den Faden ein bisschen herauf und masche dann ab. Und das machen wir einmal rundherum, bis wir wieder am unteren Rand der Jacke ankommen, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und ich habe für das Knopfloch auf der im Tragen rechten Seite vom Kreis, wo wir die Jacke begonnen haben, bis zur Klammer ca. 33 cm gemessen. Das kann bei euch ein bisschen anders sein, aber es kann euch als Richtwert dienen. Das tatsächliche Maß findet ihr am besten durch eine Anprobe vor dem Spiegel heraus. Ich befinde mich also jetzt auf der anderen Seite der Jacke und ich häkle alle festen Maschen wieder zurück. Ich beginne immer mit einer Luftmasche und starte im ersten Maschenkopf mit den festen Maschen und ich häkle alle festen Maschen bis zur Klammer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Klammer angekommen. Die entferne ich. Ich verwende einen kleinen Knebelknopf, deshalb lasse ich nur 2 Maschen aus und überspringe diese 2 Maschen mit 2 Luftmaschen. Wenn ihr einen größeren Knopf verwendet, würde ich 3 Luftmaschen machen und 3 Maschen überspringen. Und dann häkeln wir wieder feste Maschen bis zum Ende der Reihe und dann häkeln wir noch eine Reihe feste Maschen darüber und ins Knopfloch macht ihr gleich viele feste Maschen, wie ihr Luftmaschen gemacht habt. Dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Blende fertiggestellt, den Knopf angenäht und einen Ärmel vorbereitet und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke und wir beginnen unter dem Arm. Für den zweiten Ärmel muss ich die Jacke jetzt umdrehen und wir haben hier die 5er Gruppen, dann haben wir auf beiden Seiten 5 Stäbchen als Basis und hier haben wir eine Lücke, die geben wir schön aufeinander, dass vorne 5 Stäbchen sind und hinten, und dann beginnen die Gruppen. Das muss genau aufeinander passen und ich steche durch beide Lücken durch, hole den Faden durch und mache einen Knoten und ich lasse ein längeres Stück Faden dran, denn unter dem Arm entsteht eine Lücke, die können wir später mit diesem Faden verschließen. Dann steche ich noch einmal in diese Lücke ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und dann häkle ich in die nächsten 3 Stäbchen jeweils eine Kettmasche. 1,
2, 3, sodass ich mich im mittleren Stäbchen befinde. Da häkle ich jetzt 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und häkle noch einmal 4 Stäbchen in dieselbe Masche, sodass wir eine Fünfergruppe haben. Und dann springen wir zur nächsten Fünfergruppe. Diese 2 Stäbchen lassen wir aus und die ersten 2 der Gruppe, und in die Mitte der Gruppe häkeln wir wieder 5 Stäbchen. Und wir springen wieder von Gruppe zu Gruppe und häkeln wie gewohnt in jede Gruppe eine neue Gruppe, und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe haben wir 5 Stäbchen und wir häkeln ins mittlere Stäbchen eine neue Fünfergruppe. Und dann schließen wir zur Runde, und zwar hier gut schauen, zunächst in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens, dann der nächste Maschenkopf ist nicht so schön, das kommt durch das Schließen der Runde, dennoch häkeln wir hier eine Kettmasche und eine Kettmasche noch ins nächste Stäbchen, sodass wir uns im dritten Stäbchen der Fünfergruppe befinden. Und wie gesagt, hier entsteht eine Lücke, die könnt ihr später mit diesem längeren Faden ein bisschen zunähen. Und jetzt ist es ganz einfach. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln 4 Stäbchen in dieselbe Masche, wo die 4 Luftmaschen herauskommen, sodass wir wieder eine Fünfergruppe haben. Wir springen wieder von Gruppe zu Gruppe, häkeln überall wieder Fünfergruppen, und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Runde angekommen und ich zeige euch noch einmal den Rundenübergang. Wir schließen zunächst in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens, dann häkeln wir ins nächste Stäbchen eine Kettmasche und eine weitere Kettmasche ins dritte Stäbchen. Wir befinden uns in der Mitte der Gruppe und hier häkeln wir zunächst 3 Luftmaschen und dann 4 weitere Stäbchen in dieselbe Masche. Und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wird nun ständig wiederholt, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke, und wenn ihr beide Ärmel gemacht habt, ist unsere wunderschöne Tuchjacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser prachtvollen Tuchweste, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt,
könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.